Du wachst auf und greifst, ohne nachzudenken, nach einer Flasche. Seife, die sofort schäumt, chemisch dafür entwickelt, Fett in weniger als 10 Sekunden zu entfernen. Vor 40.000 Jahren gab es diese Flasche nicht. Keine Pumpe, kein Duft, keine tägliche Dusche, die am Ende des Flurs wartet. Und dennoch waren die damals lebenden Menschen nicht mit Schmutz bedeckt. Wie hielten sich die Menschen der Vorzeit also tatsächlich sauber? Ganz ohne ein einziges Stück Seife, ohne einen Tropfen Shampoo, ohne fließendes Wasser. Gerade jetzt kannst du dir 6-mal am Tag die Hände waschen, ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte war Wasser selbst der schwierige Teil. Es musste getragen, abgekocht oder erlaufen werden, niemals einfach aufgedreht. Genau dieser eine Unterschied veränderte fast alles rund um die Körperpflege. Der erste Beleg beginnt buchstäblich unter der Erde. Im Jahr 2012 veröffentlichte Karen Hardy, Archäologin an der Universität York, Erkenntnisse aus Sandstein, der verhärteten Plaque, die von den Zähnen von Neandertalern aus der Höhle von El Cidrón in Spanien abgekratzt wurde. In diesem uralten Sandstein fanden sich Spuren von Kamille und Schafgarbe, Pflanzen mit nahezu keinem Nährwert, aber gut dokumentierten antimikrobiellen Eigenschaften. Das ist kein Beleg für Nahrungsaufnahme. Das ist ein Beleg für Selbstmedikation. Es deutet darauf hin, dass Körperpflege in allgemeiner Form sogar dem modernen Homo sapiens vorausging. Was änderte sich also, als der Homo sapiens die Geschichte tatsächlich übernahm? Fett und Asche erweisen sich als der zweite Baustein. Lange vor der synthetischen Seife kombinierten Gemeinschaften im gesamten alten Nahen Osten und im Mittelmeerraum tierisches oder pflanzliches Fett mit Holzasche einer Laubenquelle, um eine grobe, aber wirklich wirksame Reinigungspaste herzustellen. Der Papyrus Ebers, ein ägyptischer medizinischer Text aus der Zeit um 1550 VT, Courage, der heute an der Universität Leipzig aufbewahrt wird, beschreibt die Kombination von tierischen und pflanzlichen Ölen mit alkalischen Salzen zur Behandlung von Hautleiden und zur Reinigung des Körpers. Die Ägypter wuschen sich nicht wegen des Dufts. Sie wuschen sich, weil Öl auflöst, und genau das tut tierisches Fett zusammen mit Asche. Alle gehen davon aus, dass antike Hygiene einfach bedeutete, nicht zu baden, Schmutz aus Normalzustand des vormodernen Lebens. Die Wahrheit ist eher das Gegenteil. Das antike Rom baute eine ganze bürgerliche Kultur rund um Sauberkeit auf, und die Zahlen belegen das. Die Caracalla-Thermen um 206 n. Krische fertiggestellt, konnten laut Ausgrabungsunterlagen der Fundstätte außerhalb Roms angeblich über 1600 Bäder gleichzeitig aufnehmen. Baden war nicht privat. Es war soziale Infrastruktur, ebenso zentral im römischen Alltag wie heute ein Fitnessstudio oder ein Café. Wenn also Seife und öffentliche Bäder existierten, wie sah es dann mit all jenen aus, die nirgendwo in der Nähe eines Reiches lebten? Hier wird's merkwürdig. Weit entfernt von Roms steinernen Badanlagen entstanden parallel völlig andere Lösungen, gebaut aus dem, was die jeweilige Umgebung bot. In der Arktis nutzten Inuit-Gemeinschaften historisch abgestandene Urin als Reinigungsmittel nicht aus Verzweiflung, sondern aus chemischen Gründen. Gealterter Urin zerfällt zu Ammoniak, einer echten fettlösenden Verbindung, und ethnografische Aufzeichnungen, die von Anthropologen im 20. Jahrhundert bei der Arbeit mit arktischen Gemeinschaften gesammelt wurden, dokumentieren dessen Verwendung zum Waschen von Händen, Haaren und Fellen. Nach modernen Maßstäben klingt das abstoßend. Es funktionierte trotzdem. Ein dritter, völlig anderer Ansatz zeigt sich auf dem antiken indischen Subkontinent und in Teilen des Mittelmeerraums, wo die Reinigung auf Pflanzen statt auf tierischem Fett beruhte. Arten der Gattung Sapindis, gemeinhin Seifenbeeren genannt, enthalten natürliche Verbindungen namens Saponien, die fast genauso schäumen und Schmutz lösen wie hergestellte Seife. Sanskrit-Medizin-Texte erwähnen ihre Verwendung zum Waschen, und die Pflanze wird nach heute als umweltfreundliche Waschmittelalternative verkauft. Keine Fabrik, kein Chemielabor, nur eine Frucht, die zufällig schäumte. Doch es gibt ein Problem dabei, all das als rein funktional zu betrachten. Sauberkeit in der antiken Welt drehte sich selten nur um Schmutz. Sie drehte sich häufig um Status, Ritual und Zugehörigkeit. Im alten Japan trug das gemeinschaftliche Baden in natürlichen heißen Quellen, Onsen, ein spirituelles Gewicht, das mit shintoistischen Reinigungspraktiken verbunden war, einer Tradition mit Wurzeln, die über 1000 Jahre zurückreichen und die in der japanischen Kultur bis heute zentral ist. Sauber zu werden war keine Pflichtaufgabe, die in einem Morgenroutine gequetscht wurde. Es war in vielen Kulturen eher eine gemeinsame Zeremonie. Was hielt die Menschen also tatsächlich am Leben, wenn es Seife, wie wir sie kennen, kaum gab? Das ist der Wendepunkt, über den es sich nachzudenken lohnt.
Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte war das Ziel niemals Sterilität. Modern Hygiene strebt die vollständige Beseitigung aller Mikroben an. Antike Hygiene strebt Balance an, genug Oberflächenfett, Schmutz und Parasiten zu entfernen, Krankheiten vorzubeugen, während man in ständigem, unausweichlichem Kontakt mit der mikrobiellen Welt lebte. Forschungen zum menschlichen Hautmikrobiom, einschließlich Arbeiten aus dem Labor des Dermatologen Richard Gallo an der UC San Diego, haben gezeigt, dass viele auf der menschlichen Haut lebende Bakterien schützend wirken, nicht schädlich, sie konkurrieren mit Krankheitserregern um Platz und Ressourcen. Die Menschen der Vorzeit scheiterten nicht an Sauberkeit. Sie erhielten durch Zufall ein Ökosystem, das moderne Hygiene manchmal vollständig auslöscht. Die Belege weisen immer wieder in dieselbe Richtung. Urin in der Arktis, Seifenbeeren in Indien, gemeinschaftliche heiße Quellen in Japan. Wir unabhängig voneinander bestehende Regionen, vier völlig unterschiedliche Lösungen, die alle zur selben grundlegenden Chemie konvergieren. Öl entfernen, Balance halten, ist nicht übertreiben. Die naheliegende Antwort auf die große Frage lautet, dass die Menschen der Vorzeit einfach andere Werkzeuge nutzten als jene, die heute in einer modernen Dusche stehen. Doch die eigentliche Antwort liegt darunter. Was sie wirklich hatten, war Notwendigkeit gepaart mit intimem, praktischem Wissen über ihre Umgebung. Genau zu wissen, welche Pflanze welches Fett, welches Feuernebenprodukt die Aufgabe erledigen würde, weil es keine Fabrik gab, an die man dieses Wissen auslagern konnte. Stell dir noch einmal diese Flasche vor, die du heute Morgen gedankenlos gegriffen hast. Sie existiert, weil jemand irgendwo nicht mehr wissen musste, welche Beere schäumte oder welche Asche am besten funktionierte. Dieses Wissen verschwand nicht, weil Menschen aufhörten, sauber sein zu müssen. Es verschwand, weil Bequemlichkeit dieses Wissen schließlich überflüssig machte. Wir wurden nicht sauberer als unsere Vorfahren. Wir mussten einfach nicht mehr verstehen, wie wir es geschafft haben.